euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde. Apropos per Software zu lösen, ich habe heute eine Nachricht bekommen, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wer ist denn von euch wer hat alles eine PlayStation 5 und ist vom Spulenfiepen betroffen? Schreibt mal bitte in den Chat. Er hat mir mitgeteilt, hi Doc, hab eben mit dem Support telefoniert wegen dem Spulenfiepen. Die nette Dame meinte, dass sie an einem Update arbeiten, das die Spannung ändern soll. Denkst du, es stimmt? Spannung ändern, weniger Leistung meiner Meinung nach. Kann es ja heute mal erwähnen live. Also anscheinend arbeiten die an einem Update, was die Spannung verändern soll. Man sagt, so Spulenfiepen softwaremäßig kann man einfach nicht beheben. Ich zeige euch mal ein Video. Wenn wir schon das Thema haben, ich zeige euch mal, wie krass aufwendig das eigentlich ist, das Spulenfiepen komplett zu vernichten. Passt auf. Das gönnen wir uns jetzt. Pass auf. Also ihr seht hier, den könnt ihr euch nachbestellen. And all these are the capacitors that I found that might work. I've already ruled out these four and narrowed it down to these four. The first capacitor that I found that actually fits right in there, basically exactly the same as the old one that I got out of it, but this one is only 0.68 microfarads, so I'm going to rule out this size of capacitor for now. So then the next problem I had is most of the capacitors were this size, which will fit in there, sort of, but I will have to modify the legs to be able to solder them on. So aufwendig wäre es theoretisch, wenn ihr selber machen würdet. Put in here because it's 1 microfarad, but it's also 630 volts. So having one genau, ihr müsst schauen natürlich, was für eine Leistung, 310 volts, I feel like wie viel Volt, ganz, ganz wichtig. Wir skippen es auch nur, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, das noch nachzumachen. So, passt auf. Now, I actually don't know anything about this company. I've never used their components. I'm not an electronics engineer, and working with a power supply like this and testing components and stuff like that is more than I usually do when repairing electronics, but I'm always trying to push my skills and learn more. So what I'm going to do with this capacitor, as you can see, the legs are wider apart than these holes right here. So I'm going to bend these legs and try and push them through the holes and then solder it on. And then we'll try and start it up and see if we still get that coil whine noise. Now, one of the other things you probably already noticed is there is another capacitor that's exactly the same as the capacitor I removed. So it is possible we'll have to replace this capacitor as well, but I'm going to start by just replacing this one and see if that's enough to get the noise to go away. So this shows pretty well what I'm talking about. These legs are too far apart for these holes right here. I'm actually going to leave this leg straight, so hopefully that this power supply case didn't have to be modified. So wie das ausschaut, sind die Löcher hier by bending just this one leg, and then hopefully it'll fit in here just like this capacitor did, just right on the edge zu groß. About right here. Das heißt, schaut, da seht ihr das. Schaut mal, wie schwer es ist, allein so ein Teil auf dem freien Markt zu bekommen. Jetzt ist es gut, dass die lang sind. Und jetzt hat er hier exakt den Abstand gemessen, also angepasst. Und das passt rein. Okay, and there we go. I think that's going to work fine. So what I'm going to do, I'm going to bend this over and bend this over. Dann hat er das hier umgeklappt und dann wird es gelötet. So. Abschneiden, löten. Considering how big it is. I don't like how much it moves though. I am going to test it like this, but once I'm done testing it, assuming that there's no noise, I am going to put some epoxy down in here just to make sure that these two are stuck together, just to keep it from moving around at all. If you guys watch my video about the power supply on the Xbox Series X, you'll remember that there was globs of epoxy in various places on the motherboard, and I'm guessing a lot of the reason for that is to reduce any vibration or resonance on the board, just to help keep it quieter. So
That's one thing that I'll probably do with this, assuming we can get the coil whine noise to go away. Oh, okay, there we go. Okay, let's see if it'll fit in there now. Okay. And it does. That's good enough to test it. So I'm going to get it all set up. I will replace this blue capacitor with this red capacitor from work. Okay. Der rote hat kein Spulenfiepen. If you've been watching my Xbox Series X videos, you'll notice this power supply came out of an Xbox Series X, and it has this gray adhesive epoxy stuff kind of like all over the board. And this power supply is much quieter than the one on the PS5. Genau, das habe ich euch damals berichtet, dass hier die Xbox Series X an sich nicht nur diese grauen sind die. Those capacitors replaced, and then I'm going to try putting Was nutzt der? electronic grade silicone Silikon, okay. Spezielle Elektrosilikon. Even zip tie them together. And just to show you the electric coming out, it's me. So. Get in and see. Da hat das getauscht nochmal. So now with these all installed, I'm going to plug it in and silicone it here. Man hört nichts. Krass. The ticking noise I still hear, but other than that, that main ticking noise is definitely gone. Okay, and now we have the PS5 power supply hooked up to the PS5. Okay, and now I'm going to run the microphone over the same areas and see if the noise has changed. I'm going to put the silicone adhesive on between all those capacitors, and hopefully that will just make that noise basically zero. So I'm going to do that next. Silicone says it takes... das nochmal. Hier, dann seht ihr das auch. Hier hat er selbst ein Silikon. Empfehle ich euch nicht selber nachzumachen. So I do want to wait until it's fully cured. And then I'm going to do the zip tie trick and zip tie around all of these just to hopefully reduce any vibration that these might have. Then after that, I'll get it put back together and then we can test it out and see if it makes noise still or not. So I've got all this silicone covering all of these components. It's been well over 24 hours and the silicone is nice and dry. Some silicone on some of the ICs. Okay, auf der Rückseite hat er es auch gemacht. I don't think that's really going to do much. I don't think that was the problem. But since somebody mentioned it in the comments on my last video, I figured I might as well just add it on. It's got all of these capacitors all zip tied together. We've got all the silicone in between to hopefully dampen any vibrations. Now it's time to plug it in and see if we have Aufgrund von Vibrationen, zum Beispiel Laufwerk und so weiter, voll leise. Krass. Sehr gute Arbeit. Together, then we'll test it. So right about down in here are where those capacitors are. So I'm going to pass my mic right over this area and let's see what we can hear. Now just with my ear, I can hear a little bit of a buzzy noise coming out of here, but really not much at all. Okay, also ein bisschen hat er neu, also hier unten in dem Bereich hat er noch Spulenfiepen, aber im Vergleich zu vorher extrem leise. Nur, dass ihr so ein Gefühl bekommt, wie krass aufwendig das theoretisch wäre, nicht nur für euch das Ganze zu lösen, sondern auch für Sony. Deswegen macht Sony 1, du schickst die Konsole ein und die tauschen sie 1:1. Was die dann im Hintergrund machen, wie, wo, was die dann machen, keine Ahnung. Aber du bekommst von Sony immer eine neue. Deswegen, deine wird nicht mehr repariert. Und das ist das Hauptproblem. Ich habe euch im Dezember oder Januar zugesichert, dass ich noch eine Roomtour, Setup-Tour eher mache. Wie, warum, weshalb, welche Störfaktoren können das Spulenfiepen nochmal verstärken und welche im Gegenteil minimieren. Da kommt auf jeden Fall auch nochmal eine Folge. Aber hier seht ihr es, um es einigermaßen komplett zu eliminieren, ist das so ein krasser Aufwand. Habt ihr es euch so vorgestellt, dass es so ist? Hickcups sagt, ich finde es mega easy, hab schon selbst gelötet, aber bin noch kein Elektriker. Aber wenn man die Werte beachtet, dann ist das eine super Lösung. Aber die Garantie verfällt natürlich. Definitiv, definitiv. Also entweder du hast einen Kumpel, der ist Elektriker, der kann dir den einen oder anderen Tipp geben, wenn du schon mal gelötet hast. An sich schaut das verdammt einfach aus, natürlich. Garantie verfällt, das ist wichtig.
Haltet die Ohren steif, passt auf euch auf. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.